Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Ich bin hier wieder unterwegs in der KTM Motorhall in Oberösterreich, dem Motorrad-Epizentrum hier. Zum Glück bei uns in Österreich. Und heute geht es um ein kleines, aber durchaus wichtiges Detail, vor allem bei so performanten Motorrädern wie bei der Super Duke. Es geht um das Ding hier, diesen Lenkungsdämpfer. Was tut er, wie tut er, was macht er? Das schauen wir uns heute gemeinsam in dieser Folge an von Motorradtechnik. Im Detail, hier bei uns auf 1000 PS TV, hier aus der KTM Motorhall. Ein perfektes Fahrwerk ist wahrscheinlich ein perfektes Fahrwerk und eine perfekte Strecke ist wahrscheinlich okay, plus ein perfekter Fahrer. Da braucht man möglicherweise keinen Lenkungsdämpfer. Aber es gibt Bodenwellen und es gibt Fahrzustände, wo man vielleicht ein bisschen schlampig am Fahrzeug sitzt, wo man vielleicht zu viel Fahrtwind auf sich wirken hat, zu stark am Lenker klammert, dann kommt dann noch genau dann die blöde Bodenwelle mit rein. Also ist ein Lenkungsdämpfer schlicht und ergreifend ein Sicherheitsasset, das eine merkwürdige, radikale Fahrsituation besänftigen kann. Also ist eine nette Geschichte, die man in einigen Einsatzbereichen halt wahrscheinlich nicht braucht, wenn nicht so viel Leistung da ist und die Fahrwerksgeometrie nicht so sportlich ist, na dann ist es mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber je handlicher das Ding wird, je mehr Leistung drinsteckt, je merkwürdiger die Bodenbeschaffenheit dann teilweise ist, ja, umso dringender wird der Lenkungsdämpfer halt benötigt. Ja, es gibt viele Motorräder, bei denen ich mich freue, dass sie einen Lenkungsdämpfer haben, weil sie von Haus aus eben sehr nervös sind. Und gerade handliche, agile Motorräder, die dann eben in höheren Geschwindigkeitsbereichen bewegt werden, neigen dann eben dazu, mal Lenkerschlagen aus der Kurve raus bei leicht lupfendem Vorderrad zu entwickeln. Und da muss ich sagen, danke für den Lenkungsdämpfer. Na, man merkt bei Motorrädern, und Gott hab sie selig, starke Motorräder heben gerne das Vorderbein in die Höhe, wenn man anraucht. Und dann hatte ich auch schon des Öfteren bei Motorrädern ohne Lenkungsdämpfer, dass dann der Lenker zum Schlagen angefangen hat. Lässt sich mehr oder weniger gut einfangen, bringt natürlich immer Unruhe in die ganze Fahrerei. Man will das nicht unbedingt haben, man geht vom Gas und alles ist wieder gut, aber mit einem Lenkungsdämpfer tritt das viel weniger stark auf und man kann einfach am Gas bleiben, ergo man ist länger schnell. Grundsätzlich Lenkerflattern und Pendeln ist eine Eigenmode vom Motorrad. Das heißt, egal was man mit dem Motorrad macht, in irgendeiner Form, bei irgendeiner Geschwindigkeit, auch wenn die Dämpfung sehr hoch ist und man das deswegen gar nicht mitbekommt, wird das Motorrad Lenkerflattern oder pendeln. Jetzt geht es natürlich darum, diesen Bereich so stark zu dämpfen, dass der Fahrer das niemals als negativ empfindet, beziehungsweise gar nicht wahrnehmen kann. Und da der Lenkungsdämpfer jetzt fürs Lenkerflattern einfach genau in diesem Bereich zwischen Lenker und Rahmen zusätzliche Dämpfung aufbringen kann, den ich über Geometrie oder über Steifigkeit nur sehr schwer da hineinbekomme, ist es eigentlich eine sehr gute Lösung für diese Situation. Es wird Öl durch eine relativ kleine Bohrung oder einen Querschnitt durchgedrückt und dadurch entstehen auf beiden Seiten unterschiedliche Drücke und eine Dämpfkraft. Und diese Bohrung kann fix sein, immer im gleichen Durchmesser, oder halt verstellbar, dann hat man einen einstellbaren Lenkungsdämpfer. Also wir haben hier jetzt ein Schnittmodell von einem Lenkungsdämpfer und zur Funktion kann man sagen, das hier ist alles mit Öl gefüllt und bei der Bewegung wird das Öl auf dieser Seite auf diese Kammer rübergespült. Das muss alles durch diesen kleinen Querschnitt in der Mitte und in die Gegenrichtung natürlich das Gleiche. Die Kammer wird ja geringer, die wird größer, das Öl muss in diese Richtung. Und weil der Querschnitt hier so klein ist, erzeugt man eben diese Dämpfkraft. Der Druck auf dieser Seite wird größer, auf dieser ist er geringer. Dieser Druckunterschied auf die Querschnittsfläche erzeugt eben dann meine Dämpfkraft. Bei diesem hier, einen einstellbaren, hat man die Möglichkeit, diesen Querschnitt hier durch diese Nadel zu verstellen, je nachdem, ob es links oder rechts ist. Die Nadel ist konisch und dadurch auch die Dämpfkraft und den Widerstand des Öldurchflusses. Ansonsten nach außen hin abgedichtet halt über O-Ringe,
In der Mitte haben wir hier dieses Kolbenband, um das Öl eben innen durchfließen zu lassen und nicht außen vorbei. Und hier haben wir eben das Einstellrad. Damit könnte ich diesen Kolben drehen und halt die Position ändern. Lenkungsdämpfer gibt es eigentlich schon sehr lange. Es gibt halt verschiedene Arten. Früher waren das einfache mit Reibbeläge auf dem Steuerkopf drauf. Das waren halt die ersten Versuche. Die kennt man oft noch, wo eben der große Drehgriff am Steuerkopf ist. Also Vorkriegsfahrzeuge auch schon. Lenkungsdämpfer anzubauen, es gibt die Möglichkeit vorne quer oder längs zur Fahrtrichtung. Die meisten sind vorne quer verbaut, weil es einfach vom Platztechnischen her günstig ist. Größtenteils unter der unteren Gabelbrücke, da ist einfach Platz vorhanden, bezüglich Scheinwerfer und so weiter. Bei Rennmaschinen sieht man es oft seitlich quer. Das hat halt auch den Vorteil vom Platz. Der Nachteil ist, man braucht längeren Hub. Die sind dann wesentlich länger. Aber Rennmaschine ist das soweit egal. Ein Lenkungsdämpfer hilft eigentlich in 3 grundsätzlichen Situationen. Das ist das Lenkerschlagen, Kickback, dann das Lenkerflattern, wird auch Wobble genannt, und das Lenkerpendeln ist eigentlich negativ, da hilft er nicht. Diese 3 Situationen, kurz erklärt, das Lenkerschlagen, Kickback ist, wenn der Vorderreifen in der Luft ist, sich schräg dreht und beim Aufsetzen schlagartig in die Mittellage zurück will. Meistens überschwingt es in die andere Lage, dann wieder zurück. Und um diese Schwingen abzudämpfen, ist der Lenkungsdämpfer wirklich extrem wichtig. Dann habe ich gesagt, Lenker flattern. Das ist so Geschwindigkeit von 60 bis 100 km/h. Wenn man die Hände vom Lenker wegnimmt, so ein leichtes Flattern mit geringer Amplitude. Das lässt sich oft schon eindämmen nur durch das Auflegen der Hände auf den Lenker oder halt durch einen Lenkungsdämpfer komplett. Lenkerpendeln habe ich gesagt, das ist bei höheren Geschwindigkeiten, da wackelt das ganze Fahrzeug, so eine Pendelbewegung. Dafür ist der Lenkungsdämpfer eher hinderlich, weil er dieses Zurückpendeln in die Neutrallage sogar ein bisschen verzögert. Manfred, zum Kapitel Lenkungsdämpfer haben wir da, glaube ich, ein Extrembeispiel. Ich glaube, das Fahrzeug da oben hat wahnsinnig hohe Anforderungen gehabt an Stabilität. Was hat es mit der auf sich? Also mit diesem Fahrzeug haben wir 2005 mit dem Giovanni Sala am Erzberg den Topspeed, der bis heute unerreicht geblieben ist, gemacht mit ca. 197, 198 km/h. Und da braucht man natürlich einen Lenkungsdämpfer, der sehr wichtig ist, ja, mit diesem Topspeed am Offroad zu fahren. Also das Erzberg-Rodeo, das kennt jeder und das war ein Wahnsinn für uns. Also ist auch für uns wahrscheinlich ein Wahnsinn, sich das gedanklich vorzustellen. Bei den Bauarten von Lenkungsdämpfer unterscheidet man 2 Arten. Den linearen Lenkungsdämpfer, der eine lineare Bewegung ausführt, und den Rotationslenkungsdämpfer, der eben eine Drehbewegung ausführt. Dieser wird zum Beispiel unter der Gabelbrücke montiert, über Anlenkpunkte. Der hier über dem Steuerkopf, und er führt ja die Drehbewegung mit der Gabelbrücke aus. Bei dem linearen ist die Dämpfkraft in beide Richtungen immer gleich, unabhängig in welche Richtung er sich bewegt. Vorteil von dem Rotationslenkungsdämpfer, man kann es so auslegen, dass er beim Auslenken eine höhere Kraft hat als beim Zurück in die Neutrallage. Beim erneuten Auslenken wieder höhere Kraft wie zurück. Das ist halt der Vorteil, besonders beim Motocross, man kann eine Dämpfung reinbringen, aber das Zurücklenken in die Nulllage leicht gestalten. Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Also grundsätzlich versuche ich natürlich, jeden Aspekt des Fahrzeuges bestmöglich abzudecken. Da sind wir wieder beim Thema Handlichkeit, Stabilität, Komfort. Wie vorhin schon erwähnt, ist alles teilweise etwas widersprüchlich. Das heißt, was für das eine gut ist, für das andere schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aber ein Fahrzeug handlich auslegen möchte, muss ich eventuell einen Lenkungsdämpfer verbauen, um halt dann die Stabilität zu gewährleisten. Wenn
Wenn ich das nicht mache, habe ich vielleicht eher ein stabiles Fahrzeug, dafür aber eventuell eine schlechtere Handlichkeit. Also ich kaschiere damit keine Unzulänglichkeiten des Fahrzeuges, sondern ich versuche einfach den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Und dafür brauche ich dann halt eventuell einfach zusätzliche Bauteile oder eine zusätzliche Komplexität im Fahrzeug. Und dann ist es natürlich, wenn du schärfere Linien fahren kannst und eine radikale Geometrie hast, dann kann auch das Vorderrad irgendwie zum Zucken und zum Schlagen anfangen oder so, wenn du eine hohe Wheelie-Neigung hast und schon aus der Schräglage so rausfährst. Und insofern glaube ich schon, dass es mit dem Chassis zu tun hat, aber nicht, weil es ein schwaches Chassis ist, sondern weil das halt auf diese extreme Fahrbarkeit ausgelegt ist und da musst du halt dann ein bisschen einen Kompromiss machen. Und insofern, wenn ein Motorradl einen Lenkungsdämpfer hat, denke ich mir nicht von Haus aus, oh je, da ist das Fahrwerk oder die Geometrie nicht super, sondern denkt man, das ist ein scharfes Eisen. Das ist auch bei uns mit drin. Wir versuchen, sage ich mal, auf der Simulationsseite natürlich die Stabilität des Fahrzeuges bereits relativ früh abschätzen zu können. Also zum Beispiel Hochgeschwindigkeitsstabilität und untersuchen dann auch auf der Simulationsseite, sage ich mal, die Einflussfaktoren auf diese Fahrwerk oder auf diese Phänomene. Das heißt, welcher Parameter am Fahrzeug macht es besser, welcher Parameter am Fahrzeug macht es schlechter, um auch ein grundlegendes Verständnis dafür zu erzeugen, wenn solche Probleme auftreten, wo kann ich gegensteuern. Das ist natürlich in der Simulation viel einfacher als, sage ich mal, an einem realen Fahrzeug. In der Simulation kann ich sehr schnell sehr viele Varianten ausprobieren. Ich muss mich jetzt auch im ersten Schritt nicht um die praktische Umsetzbarkeit kümmern, sondern ich kann das mal kurz ausprobieren. Wenn ich das natürlich auf einem realen Fahrzeug fahren möchte, muss ich eventuell neue Bauteile konstruieren oder mir überlegen, wie ich das generell überhaupt umsetze. Das kann ich natürlich viel, viel schneller in der Simulation machen. Und dann kann man natürlich auch versuchen, sage ich mal, solche Phänomene in gewissen Fahrsituationen nachzustellen und dann zu schauen, welchen Einfluss hat jetzt zum Beispiel ein Lenkungsdämpfer darauf oder auch nicht, oder zum Beispiel eine Fahrwerkssteifigkeit oder eine Federsteifigkeit. Je nach Bevorzugung vom Fahrer ist es natürlich unterschiedlich. Man kann nicht fix sagen, mach so und so viel Klicks und du bist zufrieden. Wegen der Sicherheit sollte man anfangen mit wenig Dämpfung, stückweise immer härter zudrehen und dann eigentlich zum Punkt, an dem man das Gefühl hat, weil Stadtverkehr, beim langsamen Abbiegen, Kreisverkehr, rausfahren und so weiter, wenn es da hinderlich wird, wenn es ein bisschen dagegen arbeitet, dann hat man einen Punkt erreicht, vielleicht nochmal 1, 2 Klicks weicher gehen und dann ist er optimal eingestellt. Anders sieht es natürlich aus bei der Rennstrecke. Rennstrecke ist natürlich, je mehr Dämpfung, umso besser eigentlich, bis zu einem gewissen Grad. Diese langsamen Geschwindigkeiten ist ja nur beim Boxengasse rausfahren. Danach interessiert es eigentlich nicht, da kommt man nicht in den Bereich, wo man Lenkungsdämpfer negativ spürt. Eigentlich über 50 km/h ist es nicht mehr so negativ spürbar. Also die Härte von einem Lenkungsdämpfer kann man bestimmen auf dem Dämpferprüfstand. Da kriegt man halt für die Federgeschwindigkeiten vom Lenkungsdämpfer ausfedern verschiedene Kraftwerte. Und die sind aber eigentlich, sagen wir mal, nichtssagend, weil es hängt davon ab, wie das am Fahrzeug verbaut wird. Je nach Anbaukit hat man verschiedene Hebellängen. Einmal geht es leichter, einmal geht es härter, hat man einen langen Hebelarm, einen kurzen Hebelarm. Und somit ist das eigentlich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, man kann es nicht wirklich direkt angeben. Es gibt auch elektronisch verstellbare Lenkungsdämpfer. Bei denen ist der Vorteil, man kann zum Beispiel, wie gesagt habe, bei dem Lenkerpendeln negativ förderlich, kann man die Dämpfung wegnehmen. Dann kann man natürlich auch, wenn stark beschleunigt wird, daraufhin die Dämpfung erhöhen, weil die Gefahr von einem Kickback ist hier halt größer. Und bei niedrigen Geschwindigkeiten im Stadtverkehr auch wieder die Dämpfung reduzieren, einfach um das Fahrzeug ein bisschen handlicher zu machen. Das sind halt die Vorteile von einem elektronisch verstellbaren. Und Vorteil ist halt, man kann es auf jede Fahrsituation einstellen, automatisch. Fahrer muss sich um nichts kümmern. Das kann abhängig von Geschwindigkeit, abhängig von Beschleunigung, je nachdem, das
Das kann man programmieren, wie man will. Der Unterschied zwischen einem semiaktiven Lenkungsdämpfer und einem elektronisch verstellbaren ist eigentlich die Reaktionszeit, wie schnell die Dämpfkraft geändert werden kann. Dann auch der Bereich, ein semiaktiver Lenkungsdämpfer braucht wesentlich höhere und geringere Dämpfkräfte. Und auch am Fahrzeug eben die Sensorik. Also ein Lenkwinkelsensor ist notwendig und natürlich auch die ganzen Beschleunigungssensoren, 6D und so weiter, die man hat und braucht, um wirklich auf jede einzelne Fahrsituation richtig zu reagieren. Sicherheitstechnische Aspekte gibt es da auch, denn sollte der Lenkungsdämpfer ausfallen oder in einer sehr harten Position stecken bleiben, ist das halt sehr gefährlich für den Fahrer und fürs Fahrzeug. Und das muss alles zwei- und dreifach abgesichert sein. Das ist auch der Grund, warum es eigentlich aktuell am Markt noch nicht gibt. Das ist Aufwand und Nutzen steht nicht in der Relation, die Sinn macht. Also ich sage mal, bei Fahrzeugen mit einer konservativen Geometrie, mit nicht allzu viel Leistung, braucht man es nicht, ja, wage ich zu behaupten. Wenn man beginnt, Motorräder zu tunen, rumzubauen, andere Reifengeometrien raufzubauen, also das Motorrad zu verändern und dass das dann die Geometrie verlässt, die der Fahrzeughersteller entwickelt hat, dann steigt natürlich die Chance, dass wahrscheinlich dann irgendwann auch besser wäre, einen Lenkungsdämpfer noch ranzuschrauben, weil dann entfernt sich das zu weit von dem, was der Hersteller irgendwann gesagt hat, das ist sicher und das ist gut. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, auf eurem eigenen Motorrad muss da ein Lenkungsdämpfer mit drauf sein, um Sicherheit und Ruhe zu bieten, oder muss das klinisch perfekt der Rest des Fahrzeuges bringen, diese Stabilität? Ihr könnt es gerne unten drunter posten. Manche machen sich da wahrscheinlich gar keine Gedanken drüber, das soll einfach funktionieren. Manche machen sich da schon Gedanken drüber, ob da ein Lenkungsdämpfer rauf soll oder nicht. Diskutieren wir da gerne unten drunter weiter. Unten drunter auch der Link in der Videobeschreibung zu den weiteren Folgen von Motorradtechnik im Detail, und postet mir auch gerne, welche Folge wir auf keinen Fall verpassen dürfen, weil wir könnten noch nachproduzieren, wenn Fragen offen geblieben sind. Postet gerne unten drunter Wünsche für weitere Folgen und da freuen wir uns über euren Input. Danke, tschüss und baba, bis nächste Woche hier auf 1000 PS TV.